Jetzt geht es um Licht- und Bildgestaltung und die Frage nach der Kontinuität. Dafür habe ich hier eine Szene rausgesucht aus dem Film Der Mann der Friseuse. Der ist aus dem Jahr 1990. Die Regie hat Patrick Lacombe geführt und die Kameragestaltung ist von Eduardo Serra. Der Film spielt größtenteils in einem Friseursalon, in diesem hier. Die Jahreszeit ist im Sommer in Frankreich in einer Stadt am Meer. Das Besondere ist, dieser Friseursalon hat nicht in der Realität wirklich existiert, sondern der ist in einem Studio nachgebaut worden. Man hat also die Straße gebaut, man hat die Fassaden gebaut und hier diesen Friseursalon. Die Ausleuchtung ist man folgendermaßen angegangen. Über dieser Straße waren 200 Leuchtstoffröhren installiert, die das Grundlicht liefern, entsprechend der Tageszeit. Man konnte also regeln, ist es Tag oder ist es Nacht, scheint die Sonne oder ist es bedeckt. Bei der Sonne beispielsweise hat man dann natürlich noch ergänzend, das sieht man hier ganz gut, an dem Schatten eine große Leuchte genommen, wahrscheinlich ein 18 kW oder ein 12 kW Tageslichtscheinwerfer, der diese Brillanz geliefert hat, zusätzlich natürlich zu dem Licht von den Leuchtstoffröhren. Der Friseursalon hatte wahrscheinlich keine Decke, dass das Licht also auch von oben in den Friseursalon reinfiel. Man erkennt es daran, dass man hier natürlich sehr weit in den Laden reinschauen kann, denn in der Realität wäre es natürlich so, dass man hier einen Schatten hätte, also einen Übergang von dem Licht, was von außen reinfällt und natürlich dann, was von der Decke eben nicht kommt. Deswegen wäre es hier oben sehr viel dunkler. Aber wenn man keine Decke hat, sondern nur eine Frostfolie oder einen anderen Diffusor oben quasi auf die Wände genagelt hat, dann kann man natürlich sehr viel weiter reinschauen in den Film. So, die eigentliche Szene, die ich euch vorstellen wollte, kommt jetzt. Mal vorspulen hier. Das ist der Protagonist hier, Jean Rochefort, der in dieser Rolle schon sein ganzes Leben lang fasziniert war, von Kindesbeinen an, später mal eine Friseurin heiraten zu können. Und hier erleben wir jetzt den Moment, wo er sie zum ersten Mal erblickt. Sie natürlich hier wunderbar ausgeleuchtet, Licht kommt so ein bisschen von unten. Normalerweise ist es ja so, Beleuchtung von unten gibt immer so ein starkes Aussehen, das in Horrorfilmen eingesetzt wird. Also deswegen spricht man ja auch von einer Horrorausleuchtung. Allerdings, wenn das Licht weich ist, wenn es von unten kommt, dann hat es so was Geheimnisvolles. Dann ist da kein Horror-Appeal bei, sondern es gibt so ein bisschen, so etwas, ich nenne es ganz gerne so mystisch, so ein bisschen anziehend, ein bisschen undurchsichtig, auf jeden Fall eine sehr interessante Ausleuchtung. Und die ist hier auch gewählt. Es kann natürlich auch ein Reflex sein von der Zeitung. So, ich stoppe nochmal gerade. Also, erinnert euch daran, das ist alles gebaut worden. Die Treppe ist gebaut worden. Das Geländer ist nachträglich im Studio gebaut worden. Und natürlich auch die ganzen Statisten, die drum laufen, sind natürlich da auch für die Inszenierung gecastet worden. Also hier diese Frau mit diesem Einkaufssack, die die Treppe da hochgeht. Und was ich besonders bemerkenswert dabei finde, ist Folgendes. Man hat also auch zwischen den Hausfassaden eine Lücke gelassen und hier nochmal einen Scheinwerfer eingebracht, der natürlich ganz klar das Sonnenlicht darstellt. Also wir gehen durch eine sonnendurchflutete Kleinstadt an einem schönen Tag im Sommer. So, er geht auf den Laden zu. Die Bewegung von ihm wird umgesetzt in der Kamerabewegung. Ich zeige es nochmal. Also wir sehen ihn kommen und dann fährt die Kamera auf die Tür zu. So, nochmal zurück. Hier läuft nochmal ein Passant vorbei, dadurch wird die Szene etwas dynamischer gestaltet. Auch lenkt er uns von einem Detail ab, auf das ich später noch eingehen werde. So.
Die Kamera fährt zu, hier entsteht eine schöne Rahmung. Die Friseurin ist hier im Mittelpunkt abgebildet. Sie blickt kurz hoch. Er öffnet die Tür und steht im Laden. Was ist nun das Besondere an der Szene? Nun, Folgendes. Schauen wir uns die Szene nochmal von außen an. Hier ist keinerlei Sonne oder Scheinwerferlicht auf der Gardine. Die Gardine wirkt so ein bisschen grau und ein bisschen undurchsichtig. Hier oben auf dem Bild ist nochmal ein Reflex dabei, aber keinerlei Sonne. Aber in dem Moment, wo er reingeht, scheint jetzt hier die Sonne auf die Gardine. Hat es jetzt hier einen sekundenschnellen Lichtwechsel gegeben? Wahrscheinlich nicht. Hat das Filmteam das vergessen oder übersehen oder nicht darauf geachtet oder die Continuity geschlafen? Ist nicht anzunehmen. So, betrachten wir mal die Bildgestaltung. Dafür gehen wir nochmal zurück auf das hier. Würde hier Sonne drauf scheinen, dann würde natürlich die Gardine extrem zurückstrahlen. Das heißt, sämtliche Details hier, diese kleinen Flaschen und so, die den Laden so auch als provinzielles Friseurgeschäft auszeichnen, wären gar nicht so gut zu sehen hier dabei. Hier also auch. Ne? Das ist natürlich Kleinstadt, das ist nicht Paris. Und vor allen Dingen die helle Gardine würde in Konkurrenz zu ihr treten. Ne? Also man wäre quasi geblendet. Ne? Man bräuchte dann noch viel mehr Licht auf ihr, um überhaupt das Beleuchtungslevel so hoch anzuheben, um gegen die Gardine, die leuchtende Gardine, zu bestehen. Ne? Also ungefähr könnte es ja hier ermessen an dem Reflex auf diesem Bild dabei. So. Bei der Innenaufnahme ist es anders. Dadurch, dass die Gardine jetzt angeleuchtet ist, bekommt der Friseursalon etwas Leichtes, so. Man könnte fast sagen, so ein bisschen was Engelhaftes, so. Wow. Ne, also etwas Strahlendes, so ein Anklang an eine Gloriole, also dieser Heiligenschein, weil natürlich wir so ein extremes Hinterlicht hier haben dabei. Und gleichzeitig kriegt die Gardine auch so eine gewisse Transparenz. Wäre die Gardine jetzt hier unbeleuchtet und wäre grau, dann hätte dieser Salon nicht so diese Ausstrahlung, die er jetzt hat. Ne? Also von daher hat man zwei optimale Lichtsituationen gestaltet. Also einmal von außen, indem die Gardine da nicht beleuchtet ist, und von innen, indem sie jetzt beleuchtet ist. Das Problem liegt natürlich da in der Kontinuität dabei. Ne? Wie lenkt man den Zuschauer ab und zeigt ihm andere Reize, dass er das also nicht so realisiert, dass es jetzt eigentlich nicht die gleiche Situation sein kann. Ne? Und da kommt natürlich jetzt hier unser Passant nochmal ins Spiel, der einerseits natürlich eine wunderbare Dynamik ins Bild bringt, ganz technisch, gleichzeitig auch eine Glaubwürdigkeit von diesem städtischen Leben darstellt, ist also nicht so steril und so. Und als drittes und letztes natürlich auch davon einfach ablenkt, dass die Lichtsituation sich geändert hat. Schließlich und endlich ist es natürlich so, dass die Macher auch darauf spekulieren, dass jetzt keiner so genau darauf schaut wie wir jetzt und die Situation mal analysiert. Aber wenn man es jetzt machen will, wenn man es filmen will, steht man natürlich genau vor diesem Problem. Einmal technischer Art, dass der Kontrast hier zwischen der Gardine und dem Gesicht viel zu hell wäre, und gleichzeitig die Konkurrenz der Aussagen, die dahinter steht, oder die Konkurrenz hier mit ihr vom Bildeindruck. So. Als Fazit kann man natürlich daraus ziehen, dass es immer so ein bisschen einen Wettstreit gibt zwischen Lichtgestaltung und Bildgestaltung und natürlich der Kontinuität. Und da muss man vermitteln und die richtigen Mittel und Wege finden und natürlich auch Tricks anwenden, dass man das kaschieren kann. Ich hoffe, es war interessant für euch, und wenn es gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Der Dunker muss es ja wissen.